Hi, im folgenden Video möchte ich euch zeigen, wie ich so ein kleines Kartenmäppchen für Visitenkarten, EC oder sonstige Karten fertige. Im ersten Video zeige ich den Zuschnitt, welches Leder ich verwende, welches Werkzeug man braucht und die Vormontage zum Nähen. Im zweiten Video nähen wir das Mäppchen von Hand mit einer Sattlernaht zusammen und kümmern uns um die Kanten. Neben dem Leder eurer Wahl braucht ihr eine Schablone für die Kartentaschen und entweder eine Ahle oder einen Silberstift, um die Umringslinien anzuzeichnen. Ich bevorzuge eine Ahle, weil die Markierung damit sehr viel feiner wird und man so genauer später die Schnittlinie einhalten kann. Ich habe ab und zu auch ein Helferlein dabei, wie ihr seht. Darf ich vorstellen, das ist Atari. Anscheinend hat sie die Idee, dass ich ein bisschen Hilfe brauche beim Festhalten der Schablone. Wir brauchen für jedes Mäppchen 4 Kartentaschen, die ich als erstes vorbereite. Ich werde direkt mehrere Mäppchen aus verschiedenen Ledern fertigen und euch bei jedem Schritt zeigen, wie sich das unterschiedliche Leder verhält bzw. wie ich die Arbeitsschritte anpassen werde. Das cognacfarbene Leder ist ein sehr weiches, mineralisch gegerbtes Rindsleder in der Stärke von ca. 1,5 mm. Das nächste Leder ist ein sogenanntes Pull-Up-Leder. Von der Gerbung her hat es einen recht hohen Ölgehalt und entwickelt mit der Zeit eine wunderschöne Patina. Es hat eine Stärke von ca. 1,2 mm, ist aber wesentlich fester in der Haptik. Hier eine kleine Auswahl von Messern, mit denen ich in der Regel arbeite. Welches Messer ihr nehmt, ist eigentlich egal. Hauptsache es ist scharf und ihr könnt damit umgehen. Bei kleineren Projekten und festem Leder arbeite ich ganz gerne mit diesem Maker's Knife. In Kurven gibt die Klinge sehr gut nach und gerade diese Bereiche kann man sehr präzise damit schneiden. Alle Informationen zu Werkzeugen, Hilfsmitteln, Klebern usw. findet ihr übrigens unten in der Beschreibung des Videos. Hier der gleiche Arbeitsschritt mit einem kleinen Sattlermesser. Das Leder hier ist ein sehr weiches Leder, auch wieder 1,5 mm stark, ähnlich wie das cognacfarbene Leder. Dieses Messer hat den Vorteil, dass der Druck auf die Messerkante von oben erfolgt und sich so weiches Leder beim Schneiden nicht verzieht. Einmal arbeite ich nur mit der Spitze des Messers und umfahre vorsichtig die Kurve, muss eventuell mit der anderen Hand das Leder etwas unterstützen. Oder ich schneide eine Kurve, indem ich ganz viele kleine Geraden schneide. Hier schneide ich die geschwungene Kurve mit einem sogenannten Skalpellmesser. Auch bei diesen Messern gibt die Klinge etwas nach und deshalb lässt sich ein recht präziser Schnitt in einer Kurve erreichen.
Hier wieder das cognacfarbene Leder und das kleine Sattlermesser. Hier arbeite ich mit einem sogenannten Wiegeschnitt. Bedeutet, ich übe Druck auf die Klinge aus von oben und wiege sie hin und her und ziehe das Leder in die Messerkante hinein. Hier wieder der Wiegeschnitt, aber diesmal bewege ich nicht das Leder, sondern das Messer. Auch mit dem Messer kann ich die geschwungene Linie schneiden, allerdings setze ich hierbei nur die Spitze des Messers ein. Ich fange mit dem Schnitt in der Mitte der Linie an, damit das Leder mehr Stabilität hat. Als letztes fehlt für den Zuschnitt noch das Basisleder für unser Mäppchen. Diesmal im O-Ton, weil ich finde, der Sound, wenn ein scharfes Messer durch Leder gleitet, einfach unvergleichlich ist. Im Hintergrund prügeln sich die Katzen, also wundert euch nicht. Alternativ zum Anzeichnen der Kurve mit der Ahle nehme ich hier jetzt mal den Silberstift. Bei der Variante mit dem punzierten Wettsteinleder habe ich dieses zuerst mit dem Basisleder verklebt und nutze deren Kanten nun für den Zuschnitt. Auch hierfür kann ich natürlich verschiedenste Messer einsetzen. Bevor die Kantentaschen montiert werden können, müssen die inneren Kanten poliert werden, da man an diese nach dem Aufkleben sehr schwer drankommt. Ich habe sie zuerst mit einem ganz schmalen Beveler von oben und unten abgeschrägt und poliere die Kante jetzt mit Tokonole und einem Canvas-Tuch.
Das mache ich so lange, bis die Kante schön rund und glänzend ist und ich mit der Optik zufrieden bin. Die Kartentaschen werden vor dem Nähen auf das Basisleder aufgeklebt. Die Glattlederseite muss ich dazu vorbereiten, indem ich das Leder aufraue. Dazu zeichne ich mir als erstes den Bereich mit Hilfe der Schablone an. Die Breite mache ich nachher nach Augenmaß in ca. 3 mm. Das ist der Nahtabstand zur Außenkante, den ich bei dem Projekt nehmen werde. Man kann dazu natürlich Schmirgelpapier nehmen, aber präziser und schneller geht es mit diesem Tool. Das ist ein sogenannter Detail Rougher von Crafttool Pro. Ich nutze Aquilim 315 der Firma Renia als Kleber. Das ist ein Kleber auf Wasserbasis, also brauche ich nicht auf extra Belüftung in meinem Arbeitsbereich achten. Diese Spachtel gibt es für kleines Geld unter anderem bei Amazon. Man kann natürlich auch eine alte Kreditkarte oder Kundenkarte dafür nehmen, funktioniert auch wunderbar. Der Kleber wird möglichst gleichmäßig und dünn auf beide Lederseiten aufgebracht. Dann sollte man eigentlich warten, bis der Kleber nicht mehr weiß, sondern leicht transparent ist. Dazu habe ich meistens keine Geduld. Da hier das Kleben nur zum temporären Fixieren benötigt wird, weil ich die Mappe ja nachher nähen werde, reicht mir das. Alternativ zum Kleber nehme ich auch schon mal doppelseitiges Klebeband. Im zweiten Teil zu diesem Video geht es dann weiter mit Kantenschleifen, Nähen und die Kanten finishen. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis bald!